hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie ihr seht, habe ich ein paar Blätter hier und das ist auch das Thema unseres heutigen Tutorials. Und zwar möchte ich euch ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie man Blätter ausmalen kann. Und ich dachte, es ist die passende Jahreszeit dafür. Es ist zwar noch relativ warm, unser Herbst, aber man kann ja früh genug anfangen, um sich schon mal seelisch auf den Herbst einzustimmen. Bevor wir zum Malen rübergehen, sprechen wir ein bisschen über die Theorie. Ich habe hier mal ein paar Beispiele aufgemalt. Und zwar, ja, ihr seht das ja, dass es alles die gleiche Blattform ist, aber man hat verschiedene Möglichkeiten, diese Blätter auszumalen. Man kann sich die Struktur des Blattes zur Hilfe nehmen. Man kann ja Licht und Schatten benutzen, genauso wie hier, oder man kann standardmäßig von dunkel nach hell blenden. Ich erkläre noch ein bisschen. Hier bei dem ersten Blatt habe ich mir dieses Gerippe, was ihr hier seht, zu Hilfe genommen. Und zwar habe ich mit der dunkelsten Farbe entlang dieser Blattvene hier gemalt. Dann habe ich mit der helleren Farbe ein bisschen ausgeblendet und mit meiner hellsten Farbe alles komplett verblendet. Die Farben habe ich hier oben auch noch einmal erwähnt für diejenigen, die es interessiert. Ich habe die Prismacolor 908, 911 und 1005 benutzt. Und im Gesamten ergibt es dann dieses Muster, was ich eigentlich sehr schön finde. Bei dem zweiten Blatt habe ich zuallererst geschaut, wohin sich das Blatt bewegt. Das Blatt hat eine leichte Kurve und ich habe mit der hellsten Farbe mir diese Form hier, die auch eine leichte Kurve hat, vorgemalt, um zu sehen, ja, bis wohin ich meine dunkleren Farben ausblenden kann. Dann habe ich zu Anfang mit der dunkelsten Farbe um die erste Hälfte des Blattes drumherum gemalt und ein bisschen ausgeblendet. Mit der mittleren Farbe habe ich weitergemacht und wieder ein bisschen ausgeblendet. Und mit der hellsten Farbe habe ich alles komplett verblendet. Ein ähnliches Prinzip habe ich hier genommen. Da habe ich auch von vornherein mein Lichtreflex eingezeichnet. Hier seht ihr diese leicht eingezeichneten Linien. Und ich habe von oben und von unten mit der dunkleren Farbe angefangen, mit der mittleren Farbe weitergeblendet und mit der hellsten Farbe ausgeblendet. Und hier habe ich standardmäßig, was ihr wahrscheinlich schon aus meinen älteren Videos her kennt, einfach von dunkel nach hell geblendet. Mit der dunkelsten Farbe angefangen, mit der mittleren weitergemalt und mit der hellsten verblendet. Und das sind so die einfachsten Formen, ja, die ich euch mitgeben kann für dieses Tutorial, zwischen denen man variieren kann und wo man ein bisschen mehr Leben in die Blätter einhaucht. Das Ganze ist schön und gut bei solchen Blättern, die viel Struktur haben, die wenig Form haben, aber wir möchten mit dem Ganzen, es ist ja Theorie, auch in die Anwendung gehen. Und das machen wir bei dieser Seite. Ihr seht, dass hier sehr, sehr viele verschiedene Blattformen vorherrschen und es gar nicht so leicht ist, ja, zu entscheiden, wie man jedes Blatt anmalt. Und ich dachte, ich nehme euch an die Hand und wir kümmern uns kreativ um ein paar dieser Blattformen. Ich habe für diese Seite ein Farbschema im Kopf. Also ich möchte so bei Rot-Gold-Tönen bleiben. Ich möchte nichts Grünes einbringen. Und es soll auch einen Hintergrund zum Schluss geben. Ich habe hier unten schon mal angefangen. Der wird nicht komplett schwarz, sondern es soll ein Farbverlauf werden. Ich habe
nur angefangen, damit ich auch hinterher nicht drücke und doch keinen Hintergrund mache. Deswegen habe ich schon mal ein bisschen Farbe vorgelegt, weil so ist man dann gezwungen, es doch noch zu beenden. So, hier habe ich einmal für euch die Auflistung der Farben, die ich benutze. Ich benutze die Polychromos von Faber-Castell. Und für diejenigen, die es interessiert oder die ähnliche Farben benutzen möchten, habe ich sie hier einmal aufgemalt. Und dann legen wir auch schon los mit dem ersten Blatt. Ich habe hier einen Spickzettel, damit ich auch weiß, welche Farben ich benutzt habe. Die 193, 189 und 132 und später für den Rand noch die 187. Und wir fangen mit diesem Blättchen an. Das ist das leichteste und zwar ist es das vom Dunkel nach Hell blenden. So, suchen wir uns das hier mal aus dem Chaos raus. Hier oben. Ich versuche mal ein bisschen ran zu zoomen, damit ihr auch was seht. Und zwar fange ich mit meiner dunkelsten Farbe an und in kleinen kreisenden Bewegungen mit leichtem Druck fange ich hier unten an der Basis des Blattes an. Ich habe hier einen etwas höheren Druck und je weiter ich in das Blatt reinmale, desto mehr Druck lasse ich nach. Hoher Druck, kleine kreisende Bewegungen und den Druck so langsam nachlassen. Immer dran denken, nicht zu viel Farbe aufs Papier geben. Man kann hinterher immer noch ein bisschen mehr Farbe reingeben. Wir gucken jetzt erstmal, bis wohin unsere dunkelste Farbe gehen soll und tasten uns langsam heran. So mit ganz leichter Hand blende ich jetzt so die Kanten aus. Ganz leicht, hauchzart, fast ohne Druck. Einfach, dass die Farbe sanft ausläuft und man nicht so harte Kanten verblenden muss. Jetzt gehe ich hier unten noch mal mit ein bisschen mehr Druck dran, sodass die Farbe etwas kräftiger ist. Ich finde, das ist übrigens ein echt schönes Herbstrot. So, dann nehme ich meine zweite Farbe, das ist die 189, das Zimtbraun. Ich setze hier quasi in der Mitte von dem, was ich mit der dunkleren Farbe gemalt habe, an und blende das Zimtbraun ein bisschen aus. Noch nicht ganz bis zur Spitze, aber ein bisschen. Wir haben ja noch eine Farbe, mit der wir in die Spitze gehen.
Und ich male ein bisschen über das Rot drüber, sodass ich das Zimtbraun schön in das Rot blende. Mit mittlerem Druck, nicht zu stark, aber auch nicht zu leicht. Jetzt kommen wir zur hellsten Farbe. Das ist die 132 Fleischfarbe hell. Und da setze ich in der Mitte des Brauns an und blende das Braun aus bis zur Spitze. So, jetzt möchte ich ein bisschen mehr Tiefe reinbringen. Ich möchte ein bisschen mehr von dem Rot haben. Und male jetzt einfach noch ein bisschen drüber. Wenn man noch nicht zu viel Druck verwendet hat, ist das immer noch möglich, weil die Struktur des Papiers noch Farbe aufnehmen kann. Mit mittlerem Druck, nicht zu doll, weil wir das gleich nochmal mit dem Zimtbraun verblenden müssen. So, und jetzt nochmal mit den Fleischfarben alles ordentlicher ausblenden. So, und jetzt kommen wir zu dem Rand. Der Rand soll wie hier so einen leichten, ja, goldenen Schimmereffekt haben und das ist eigentlich sehr leicht hinzukriegen. Und zwar malt man in Abschnitten. Ich male hier ein kleines Stück. Ich setze hier an mit stärkerem Druck und lasse den Druck ein bisschen nach. Ich setze hier an mit stärkerem Druck und lasse den Druck ein bisschen nach. Und die Mitte hier lasse ich weiß. Das gleiche machen wir hier zum Beispiel. Ansetzen mit stärkerem Druck, etwas nachlassen, ansetzen mit stärkerem Druck und etwas nachlassen. Und die Mitte hier weiß lassen. Und so gehen wir um das Blatt herum. Das kann man natürlich nicht mit einem stumpfen Stift machen, der muss dafür schon ein bisschen mehr vorgespitzt sein. Und ich drehe den Stift auch immer, während ich male, damit er sich gleichmäßig abnutzt. Es muss nicht auf beiden Seiten gleichmäßig sein. Ich versuche es aber so gleichmäßig wie möglich zu machen.
Und so sieht unser Blatt leicht glänzend aus. Das war das erste Blatt gewesen. Jetzt kommen wir zum nächsten. Dieser Effekt hier, den ich mit euch machen möchte. Dafür habe ich mir dieses Blatt hier ausgesucht, das eine Art Glanzstreifen hat. Und dafür brauchen wir nur eine Farbe, und zwar Ocker gebrannt. Wir wissen, dass der Glanzstreifen hier circa in der Mitte sein soll. Und das merke ich mir. Ich zeichne es jetzt nicht vorher ein. Mit relativ starkem Druck male ich das Blatt hier runter. Ich lasse diesen Rand hier vom Stiel frei, weil ich da extra Glanzstreifen reinsetzen wollte. Also mit relativ starkem Druck male ich runter und lasse den Druck nach, je weiter ich zur Mitte des Blattes komme. Das gleiche mache ich von unten nach oben. Starker Druck. Und den Druck nachlassen, je weiter ich zur Mitte des Blattes komme. So, jetzt habe ich hier diese Stelle freigelassen und das ist auch ungefähr so die Menge an Weiß, die ich haben möchte. Und jetzt blende ich das mit ganz hauchzarten Strichen ein bisschen aus, sodass der Übergang nicht so abrupt ist, sondern weich in dieses cremefarbene Papier übergeht. Und jetzt lege ich noch eine zweite Farbschicht drauf, einfach um die Farbe ein bisschen intensiver zu haben. Und da mache ich das Gleiche mit leichten kreisenden Bewegungen. Ein bisschen mehr Druck, den Druck nachlassen und mit ganz leichten kreisenden Bewegungen hier ausblenden. Das Gleiche hier oben. Mehr Druck, den Druck nachlassen und mit ganz leichten kreisenden Bewegungen ausblenden. Um das Ganze noch ein bisschen sanfter zu gestalten, nehme ich mir das Elfenbein zur Hand und blende hier meine Ausläufe ein bisschen aus. Ich versuche nicht über das Schwarz zu malen, sondern wirklich hier innerhalb der Blattvenen, damit das Schwarz nicht unnötig eingeweißt wird. Dann malen wir hier noch den Stiel. Genauso wie eben. Mehr Druck, Druck nachlassen, mehr Druck, Druck nachlassen und die Stelle hier weiß lassen. So, das war unser zweites Blatt. Jetzt kommen wir zum dritten Blatt. Das erfordert ein bisschen mehr Arbeit und das ist diese Form hier, die ich haben möchte, dass die Fläche innerhalb des Blattes heller ist. Und das habe ich bei diesem Eichenblatt hier gemacht. Und dafür habe ich die Farben 190, 187, 190, 187 und Elfenbein verwendet.
suche sie mir einmal raus. 190, 187 und das Elfenbein. So. Und wir legen los. Mit der 190, die muss gut gespitzt sein, weil wir ziemlich fein blenden müssen. Ich male jetzt mit etwas stärkerem Druck hier diese Linie ein und gehe um das Innere des Blattes drumherum. So, jetzt blenden wir diese rote Linie, die ich gemalt habe, ein bisschen aus. Mit mittlerem Druck und kleinen kreisenden Bewegungen. Wieder einmal um das Blatt herum. Ich male ein bisschen außerhalb der Kamera. Tut mir leid. So. Und jetzt noch einmal, aber mit ganz, ganz leichtem Druck die Farbe ausblenden. So, jetzt nehmen wir unser Ocker gebrannt und fangen hier bei den Ausläufen, also das, was wir zuletzt geblendet haben, an und blenden mit ganz, ganz leichtem Druck das Braun hinein. Jetzt noch eine Runde, wo wir das Braun in die helle Fläche, die noch geblieben ist, reinblenden. Wirklich ganz, ganz leichtem Druck. Nicht doll drücken, sonst entstehen harte Übergänge. Die helle Fläche, die geblieben ist, male ich jetzt einmal mit dem Elfenbein aus. Da benutze ich mittleren Druck, nicht zu doll, aber auch nicht zu leicht. Und ich male nochmal mit dem Ocker über die gesamte Fläche, wirklich ganz, ganz hauchzart. Da ich jetzt Elfenbein vorgelegt habe, ist schon eine Farbschicht entstanden und das Papier kann nicht mehr so viel Farbe greifen. Deswegen bleibt jetzt quasi die Mitte auf jeden Fall heller als der Rest, wo ich jetzt nochmal drüber male. So. Und ich nehme jetzt noch einmal unsere dunkelste Farbe, um wirklich das Rot am Rand hervorzuheben. Mit ganz leichtem Druck ziehe ich das Rot nochmal nach. Und blende es ganz sanft aus. Zum Üben jetzt nochmal die zweite Seite. Einmal mit stärkerem Druck die Linie nachziehen.
Und jetzt so wie eben mit mittlerem Druck das Ganze gut verblenden. Jetzt nochmal mit ganz, ganz leichtem Druck. Drüber gehen, ganz, ganz leicht, da wo es noch nötig ist, ein bisschen rauszublenden. Jetzt nehmen wir das Ocker nochmal, setzen bei der letzten Farbschicht an und malen auch hier in kleinen kreisenden Bewegungen ganz leicht drumherum. Nehme ich wieder mein Elfenbein, male meine weiße Fläche ein bisschen aus, mit mittlerem Druck, nicht zu stark. Und jetzt blende ich nochmal mit Ocker über alles drüber, ganz leicht aber. Und jetzt male ich das Rot noch ein bisschen nach, damit das auch wirklich schön hervorsticht. Und das war unser letztes Blatt. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist der gleiche Goldrand, den ich auch hier habe. So, mir fällt gerade ein, dass ich euch beschummelt habe. Und zwar wollen wir noch diese Blattform hier malen. Und da machen wir uns dieses Blatt hier zunutze, wo wir die Struktur des Blattes zur Hilfe nehmen. Und dafür benutze ich Indisch Rot, Zimtbraun und Fleischfarbe hell. So, wir fangen mit dem Indisch Rot an der Unterseite des Blattes an, ziehen eine feine Linie und blenden das mit kreisenden Bewegungen aus. Mittlerer Druck, nicht zu doll, und den Druck ein bisschen nachlassen. Das machen wir bei jeder Linie. Eine Linie ziehen und mit mittlerem Druck ausblenden und den Druck nachlassen. So, das gleiche bei dieser Seite.
Dann nehme ich meine zweite Farbe, das Zimtbraun. Das muss ich ein bisschen nachspitzen. Setze bei meiner letzten geblendeten Schicht an und blende das Zimtbraun rein. Mittlerer Druck, ganz leicht. Und unbedingt noch weiß lassen. Nicht die komplette Fläche ausmalen. Und meine hellste Farbe, Fleischfarbe hell. Kleinen kreisenden Bewegungen und leichtem Druck setze ich an den Ausläufen von meinem Zimtbraun an und blende ein bisschen hoch. Aber ich male auch diesmal wieder nicht alles aus, sondern lasse einen hellen Streifen. Ganz, ganz bisschen von dem hellen, also von dem Papier quasi übrig. Man kann sich die Elfenbeinfarbe des Papiers bei diesem Bild echt gut zunutze machen. So, dann nehmen wir wieder unser Ocker und geben dem Ganzen ein bisschen goldglänzenden Schimmer. So, ich zoome mal wieder ein bisschen raus und drehe das Ganze. Wie ihr seht, haben wir jetzt ein bisschen was gelernt, was für verschiedene Techniken es gibt, Blätter auszumalen, um den Ganzen ein bisschen mehr Leben einzuhauchen und Dynamik. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen was lernen konntet und euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch oder hinterlasst einen Kommentar. Darüber würde ich mich super freuen. Und ja, wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, hinterlasst auf jeden Fall auch einen Kommentar oder schickt mir eine Nachricht bei Facebook oder Instagram. Ich freue mich nämlich immer von euch zu hören und neue Ideen zu sammeln für die nächsten Videos. Das war's von mir für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Herbst, viele bunte Blätter und ein tolles Wochenende. Bis dann!